Wenn du deutscher Staatsbürger bist und planst, ins steuergünstige Ausland umzuziehen, dann ist einer der größten Vorteile, den du haben kannst, einen nicht-deutschen Ehepartner oder Lebenspartner zu haben. Warum das so ist, werde ich dir in diesem Video erklären. Keine Frage, sehr viele deutsche Leistungsträger verlassen Deutschland. Man hat einfach keine Lust mehr, hier sich laufend vom deutschen Staat ausbluten lassen zu müssen und hier die Zeche für alle anderen zu bezahlen. Wir haben ja während der Pandemie gemerkt, dass man hervorragend remote arbeiten kann. Das ist mittlerweile überall akzeptiert. Und sehr viele haben erkannt, dass die Steuern im Ausland sehr viel günstiger sind als in Deutschland. Warum also in Wanne-Eickel hocken und 50% Steuern bezahlen, wenn du irgendwo am Strand in der Sonne liegen kannst und keine oder nur sehr wenig Steuern bezahlen musst? Hier haben aber sehr viele leider die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn wenn du deutscher Staatsbürger bist und Deutschland verlässt, dann bist du noch 10 Jahre unter der Knute des deutschen Finanzamtes. Es ist zum Beispiel für deutsche Staatsbürger nicht möglich, digitale Nomaden oder Perpetual Traveler zu sein. Einkünfte, die du auf diesem Weg erzielst, sind normalerweise noch 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Das hat das Bundesfinanzministerium erst wieder im Dezember 2023 bestätigt. Es gibt noch andere steuerliche Gräueltaten, mit denen man sich als deutscher Staatsbürger abfinden muss. So zum Beispiel fällst du beim Umzug in ein Niedrigsteuerland noch 10 Jahre unbeschränkt unter die deutsche Erbschaft und Schenkungssteuer. Also mal angenommen, du ziehst nach Thailand und nach 5 Jahren kaufst du dort ein Haus und schenkst es dann deiner Freundin, dann musst du in Deutschland darauf noch Schenkungssteuer bezahlen. Da gibt es noch einige andere steuerliche Details, die hier wichtig sind. Wir sprechen eben von der sogenannten erweitert beschränkten Steuerpflicht, die es letztlich eben für deutsche Staatsbürger sehr schwierig macht, im Ausland hier steueroptimiert zu leben, wenigstens in etlichen Fällen. Unter anderem sind möglicherweise auch Einnahmen aus Kryptowährungen davon betroffen. In diesem Kontext ist es nun unendlich hilfreich, wenn du einen Ehepartner oder Lebenspartner hast, der nicht deutscher Staatsbürger ist, denn all die Dinge, die ich gerade eben genannt habe, betreffen ja nur deutsche Staatsbürger. Wenn du Deutschland verlassen hast, gibt es keine gemeinsame Veranlagung mehr in diesem Sinne. Das heißt also, wenn du Deutscher bist, dann fällst du möglicherweise unter diese sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Dein Ehepartner oder Lebenspartner, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, fällt nicht darunter. Das heißt, dein Ehepartner zum Beispiel kann dann als digitaler Nomade durch die Welt ziehen, kann eine LLC gründen, eine Briefkastengesellschaft haben, kann darüber steuerfrei abrechnen und kann sich des Lebens freuen, auch wenn du das nicht kannst. Und so erkennst du natürlich schon, auf was ich hier hinaus will. Deswegen rede ich natürlich hier auch von einem Ehepartner und Lebenspartner und nicht vielleicht einer temporären Freundin, denn du musst dieser Person mehr oder weniger blind vertrauen, so nach dem Motto, was deins ist, ist auch meins. Denn du musst dieser Person blind vertrauen, so nach dem Motto, was meins ist, ist auch deins, denn ansonsten funktioniert es nicht. Lass mich dir also kurz erklären, was hier gemeint ist. Ich hatte ja gerade eben schon von dem Beispiel digitale Nomaden hier gesprochen. Man redet hier von sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften. Das heißt also, wenn du digitaler Nomade bist, keinen festen Wohnsitz hast, durch die Welt ziehst und gewerbliche Einnahmen hast aus Softwareentwicklung, Beratung und so weiter und so fort und diese Umsätze über eine Briefkastenfirma abwickelst, zum Beispiel eine amerikanische LLC, die in den USA keine Substanz hat, dort keine Steuererklärung einreichen muss, dort steuerlich nicht veranlagt ist, dann sind diese Einkünfte noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Wenigstens dann, wenn sie 16.500 € im Jahr überschreiten. Was ist also hier die Lösung? Nun, die Lösung könnte zum Beispiel sein, und das ist jetzt etwas hier laut gedacht, ins Freie gesprochen, das muss man dann sicherlich nochmal genau planen und ausformulieren und auch rechtlich natürlich abklopfen lassen. Die Idee wäre jetzt zum Beispiel, dass deine Frau, die ja, wie ich annehme, mit dir als Digitalnomadin unterwegs ist,
eine solche LLC gründet, auf ihren Namen anmeldet und dann entsprechend den Vertrag mit den ausländischen Kunden macht, die dann die LLC bezahlen für zum Beispiel Softwareentwicklungstätigkeiten, die du dann ausführst. Wie gesagt, sie darf ja solche Einkünfte haben. Sie fällt ja nicht unter die entsprechende gesetzliche Regelung, denn sie ist ja keine deutsche Staatsbürgerin. Du selbst bekommst dann von der LLC einen Arbeitsvertrag und deine Arbeitsleistung wird mit irgendwas vergütet, sagen wir mal weniger als 16.500 Euro, denn das ist ja die Obergrenze, die du haben darfst, bevor du hier in diese deutsche Besteuerung reinrutscht. Sagen wir mal, du kriegst eben hier 1.000 Euro im Monat als Softwareentwickler. Den Rest kriegt deine Frau als Gewinn ausgeschüttet. Somit bist du hier fein raus und die kompletten Einnahmen sind letztlich steuerfrei vereinnahmt. Du selbst musst in Deutschland nicht versteuern, denn du hast ja keine betriebsstättenlosen gewerblichen Einkünfte, die mehr als 16.500 Euro im Jahr generieren. Deine Frau wiederum fällt nicht unter das Gesetz, also sind alle glücklich. Es gibt auch noch andere Szenarien natürlich, wo du unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Nicht nur das Szenario, wo du hier als digitaler Nomade unterwegs bist. Vielleicht wäre das ja gar nicht dein Plan. Vielleicht hast du ja gar keine Ambition, als digitaler Nomade unterwegs zu sein. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht trifft zum Beispiel auch dann zu, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst und dann noch Vermögen in Deutschland hast. Sagen wir mal eine Immobilie oder eine Firmenbeteiligung. Auch hier kannst du deinen Ehepartner, der nicht Deutscher ist, sinnvoll integrieren. Sagen wir mal, dir gehört eine Immobilie in Deutschland, die ist 400.000 Euro wert. Dann überträgst du diese Immobilie einfach per Schenkung an deinen Ehepartner. Damit liegst du ja noch unter dem Schenkungssteuerfreibetrag unter Eheleuten. Somit hast dann du kein Vermögen mehr in Deutschland, sondern nur noch deine Ehepartnerin, die ja solches Vermögen haben darf, ohne dass hier die erweitert beschränkte Steuerpflicht dann ausgelöst wird. Das wäre also die zweite Variante dieser Konstellation. Das heißt, in der ersten Variante ist im Grunde deine ausländische Ehepartnerin die ausländischen Assets dann hält, zum Beispiel die ausländische Firma. In dieser Variante wäre es so, dass sie die deutschen Assets hält und somit fällst du nicht mehr unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, weil du eben in Deutschland keine wirtschaftlichen Interessen mehr hast. Hier ist wichtig zu verstehen, dass du als digitaler Nomade keine separaten wirtschaftlichen Interessen in Deutschland brauchst, denn diese sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte, die man erzielt, zum Beispiel über eine amerikanische LLC, lösen eine fingierte Leitungsbetriebsstätte in Deutschland aus, welche dann wiederum als wirtschaftliche Interessen in Deutschland gilt. Eine Sache muss man natürlich beachten und deshalb sage ich, es soll sich um einen Ehepartner oder Lebenspartner handeln. Da muss tatsächlich blindes Vertrauen bestehen. In meinem Beispiel ist es ja so, dass dann eben der Ehepartner, der die ausländische Staatsbürgerschaft hat, die Assets sozusagen akkumuliert und die Assets dann in seinem Namen hat. Was nicht möglich ist, ist eben, dass der Ehepartner dir diese Assets dann schenkt. Weil, wie gesagt, als deutscher Staatsbürger bist du noch 5 Jahre nach Wegzug unbeschränkt schenkungssteuerpflichtig in Deutschland. Selbst wenn du also im Ausland lebst und es gibt jetzt hier, sagen wir mal, eine sehr gewinnträchtige LLC, die hier dein Ehepartner mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft aufgebaut hat, kann er letztlich dir diese LLC erst nach 5 Jahren oder sogar 10 Jahren überschreiben, nachdem ihr Deutschland verlassen habt, weil ansonsten, wie gesagt, wird hier die Schenkungssteuer pflichtig. Gleiches gilt natürlich auch für die Erbschaftssteuer. Das heißt, hier muss man natürlich für den Fall der Fälle sich irgendwie entsprechend absichern können. Daher würde ich natürlich auch deinem Ehepartner empfehlen, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, wenn er sie oder sie heute noch nicht hat. Ja. Also das heißt, jetzt wird es ja, wie gesagt, einfacher werden, diese anzunehmen, auch für Nicht-EU-Staatsbürgerschaften. Ich würde deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin raten, nimm sie besser nicht an. Jedenfalls nicht, wenn du vorhast, ins Ausland umzuziehen, irgendwann einmal und dort steueroptimiert zu leben. Auch für deinen Lebenspartner
Ehepartner kann ja die deutsche Staatsbürgerschaft sehr schädlich sein. Ja? Nehmen wir mal an, jetzt würde dein Ehepartner sich entscheiden, wieder in sein altes Heimatland zurückzukehren. Ja? Dann ist er ja möglicherweise noch 5 bis 10 Jahre in Deutschland hier wenigstens teilweise steuerpflichtig unter der Knute des Finanzamts. Das ist doch etwas, was er auf keinen Fall will. Also die deutsche Staatsbürgerschaft sollte man aus steuerlicher Sicht wenigstens meiden wie die amerikanische. Die ist fast genauso schlimm. Du kannst dir schon vorstellen, das sind Themen, die bedürfen der genauen Planung und rechtlichen Beratung. Ich rate dir also sehr, wenn du in einer solchen Situation bist, kontaktiere deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt und lasse dich diesbezüglich gründlichst beraten. Aber nimm eben als Inspiration mit, dass der ausländische Ehepartner und Lebenspartner hier für dich von sehr großem Vorteil sein kann steuerlich. Da kann man was machen, da kann man was gestalten. Das ist eine positive Ausgangssituation, wenigstens aus steuerlicher Sicht. Wenn du auch vorhast, ins Ausland umzuziehen und dich dort steuerlich optimal aufzustellen, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sie steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.